Hallo liebe Hausbauhelden, in dieser Haustour zeige ich euch eine Stadtvilla im Landhausstil. Wir schauen uns an, wie das neue Musterhaus von Weberhaus in der Fertighauswelt Schwarzwald diese scheinbaren Gegensätze und viele aktuelle Trends verbindet. Kleiner Spoiler, auch bei diesem Haus war wieder ein renommiertes Stuttgarter Innenarchitekturbüro dabei und ihr dürft euch auf viele schöne Einrichtungsideen freuen. Bautypus Stadtvilla heißt ja 2 Vollgeschosse, fast quadratischer Grundriss und ein Wallendach. In diesem Fall haben wir hier ein 24 Grad geneigtes Wallendach. Wir haben Außenmaße von etwa 13,30 Meter mal 15,30 Meter, wobei der Hauptbaukörper durch 2 Anbauelemente ergänzt wird, die ganz schlau in den Außenraum weitergeführt werden. Einmal schauen wir uns das hinten an, den Küchenanbau mit der überdachten Terrasse. Hier vorne hinter mir seht ihr schon den Technikanbau, der in so eine Eingangsveranda übergeht. Das schauen wir uns, wie gesagt, gleich in Ruhe an. Erstmal noch ein paar Außenmaße. Wir haben hier das Walmdach mit 80 cm Dachüberständen mit so einem Kastengesims verkleidet. Das gibt eine sehr moderne Anmutung. Hier in Naturholz, das ist so eine Fichte-Dreischichtplatte, ganz glatt. Und die ist mit einem UV-Schutzlack behandelt oder mit so einer UV-Schutzlasur, dass sie eben auch nicht vergraut oder nachdunkelt. Diesen hellen Holzton sieht man am Haus tatsächlich auch noch mal in der Fassadengestaltung auf der einen Seite. Da ist noch mal so eine sibirische Lärche, so ein Skyline heißt diese Schalung, senkrecht mit so unterschiedlich breiten Latten, schwarzer Schattenfuge sieht man gerade ganz, ganz viel. Auch hier ist eine UV-Schutzlasur drauf, dass die eben so hell bleibt und dieses helle Holz in Verbindung mit der altweiß abgetönten Edelputzfassade und diesen dunklen Fenstern gibt eben einen ganz besonderen Charakter, der dieses Haus auch wirklich von der Masse abhebt. Wir haben hier im Hintergrund Sprossenfenster. Sprossenfenster sind ein klassisches Landhausmotiv. Hier sind es Holz-Alu-Fenster mit echten Sprossen, deshalb sind die auch etwas breiter im Ton schwarzbraun. Das ist, glaube ich, der RAL-Farbton 8022. Und die sind hier modern interpretiert, so ein bisschen im Industrial-Style-Look. Solche Fenster sind natürlich sehr teuer, auch sehr aufwendig, weil tatsächlich diese Dreifachverglasung da in jedem einzelnen Feld extra drin sitzt. Ihr habt also einen etwas höheren Anteil an Randverbund, aber es sieht natürlich hier wirklich sehr schön aus. Die Fenster haben auch besondere Formate, die so ein bisschen vom üblichen kleinteiligen, biederen Sprossenfenster abweichen. Was man hier hinter uns direkt sieht, ist dieses Eingangselement. Es ist total schön, dass hier mal wirklich eine Veranda ausgebildet worden ist. Mein Lieblingsplatz auch gleich schon dieser Hängesessel. Hier kann man also den Kindern beim Spielen auf der Straße zugucken. Hier kann man auch schön Gäste im Trockenen empfangen. Und auch in diesem Haus wurde natürlich wieder gedacht an die ganzen Dinge, die energieeffizient sind. Das heißt, wir haben hier rechts und links einen Anschluss für eine Wallbox. Die ist im Moment noch nicht installiert. Und ihr habt ja eben auch schon gesehen, auf dem Dach gibt es eine Photovoltaikanlage. Das sind jetzt hier nur in Anführungsstrichen etwa 10,4 Kilowatt Peak Leistung. Man sieht auch schon, auf so einem Walmdach mit so 4 Dachflächen ist es gar nicht so einfach, so viel Photovoltaikelemente unterzubringen. Vor allen Dingen, wenn ihr auch noch Dachflächenfenster habt. Aber für ein normales Einfamilienhaus reicht das auch von der Größe. Man würde auch noch ein bisschen mehr unterbringen. Und die Dachflächenfenster bringen natürlich ganz, ganz viel Licht innen und ganz viele Vorteile. Was wir jetzt hier hinter mir schon sehen, ist der Eingangsbereich, auch hier wieder in dieser Holz-Alu-Konstruktion, wobei dieses Element jetzt ja vom Wintergartenbauer kommt. Und da ist dann auch schon ganz schön raumhoch diese riesen Eingangstür eingelassen, eine Holzeingangstür, die auch außen und innen in diesem Schwarzbraun gehalten ist. Und wie es dahinter weitergeht, das schauen wir uns jetzt mal an.
Das Haus hat übrigens insgesamt 190 Quadratmeter Wohnfläche, wobei da die überdachten Außenbereiche mitgerechnet sind. Folgerichtig ist jetzt hier auch ein durchgehender Bodenbelag verlegt. Also dieser Windfang ist sozusagen nach außen verlagert. Durch dieses Glaselement gehört der praktisch zur Diele dazu, ist mitgedacht als Wohnraum, der Außenraum. Und da müsst ihr natürlich dann darauf achten, dass ihr einen Belag erwischt, der für innen und außen geeignet ist. Hier haben wir jetzt eine Fliese, die im Fischgrätmuster verlegt worden ist. Sehr schön mit diesen abgerundeten Ecken und so einer etwas unregelmäßigen Oberfläche wirkt das wirklich sehr landhausig. Die hat jetzt 28 mal 7 cm, ist also relativ groß für so eine Fischgrätfliese und ist mit so einer hellgrauen Fuge sehr schön verlegt. Man sieht dann auch schon, der Übergang ist ganz toll gelöst zu diesem Eicheparkett, das ansonsten im ganzen Erdgeschoss verlegt ist. Das ist so eine breite Landhausdiele, Sägerau mit so einer Hobelstruktur drin. Wildeiche, das heißt, es sind sehr viele Äste und Einschlüsse im Holz, was dem Ganzen auch einen sehr natürlichen, erdenden Charakter gibt. Und die Idee hier, diese erste Parkettbohle quer zu verlegen, um diesen Übergang zu markieren mit dieser schmalen Metallschiene, finde ich sehr, sehr schön. Ansonsten ist in diesem Haus die lichte Raumhöhe erhöht auf 2,67 Meter. Im Standard wären es etwa 2,51 Meter. Das tut dem Haus sehr gut, gibt auch so ein bisschen Villencharakter. Und was die Räume hier auch sehr erdet, ist das Farbkonzept. Also wir haben hier unterschiedliche Braun- und Beige-Töne, mit denen die Wände abgetönt sind im Vergleich zur weißen Decke. Und auch das macht ganz, ganz viel aus. Die Diele hat jetzt hier im inneren Bereich übrigens noch etwa 20 Quadratmeter. Hier geht es weiter in die Nebenräume, Technik und WC, da schauen wir nachher rein. Geradeaus geht es nochmal in den Gästebereich, da gibt es auch nochmal einen kleinen Hauswirtschaftsraum. Und was mir immer ganz wichtig ist, hier wurde gleich eine Garderobennische vorgesehen, wo in dem Fall jetzt vom Schreiner da passgenau Möbel drin sind. Man hat hier einen offenen Bereich für die schnelle Garderobe, aber auch nochmal Garderobenschränke, wo man dann eben die jeweilige Winter- oder Sommerkleidung unterbringt. Auch da hinten gibt es in der Diele nochmal Einbauschränke, sodass hier wirklich genug Platz ist. Zu dieser besonderen Treppe sage ich euch nachher noch was, auch zu diesem Geländer. Jetzt schauen wir erstmal in den großen Wohn-Ess-Kochbereich. Der Wohn-Ess-Kochbereich hat insgesamt 55 Quadratmeter und der Wohnbereich bzw. die TV-Ecke hier hinter mir sind etwa 9,5 Quadratmeter, die um 3 Stufen abgesenkt sind. Das ist wirklich was ganz Besonderes. Es ist natürlich auch bautechnisch aufwendig. Ihr braucht dann so eine Split-Level-Bodenplatte. Dieser Bereich ist etwa 56 cm tiefer. Dann hat man eben hier 3 Stufen. Das ist jetzt hier Eiche Massivholz, sehr schön gemacht, auch Wildeiche. Also das heißt, es ist im Prinzip das gleiche Holz wie das Parkett. Trotzdem sieht man, dass das natürlich immer ein bisschen anders aussieht, wenn es nicht wirklich das Parkettmaterial ist. Dass es also wirklich eine Herausforderung ist, sowas dann aufeinander abzustimmen. Dieser tiefer gelegte Bereich gibt natürlich hier eine ganz gemütliche Ecke für sich. Wir sehen schon hier an der Wand ist so ein Profil, so eine Profilierung drauf, die dann einfach in der Wandfarbe überstrichen ist. Das ist ein Element, das hier im Haus auch an verschiedenen Stellen in unterschiedlichen Profilierungen auftaucht. Auch so eine Landhausreminiszenz. Und von der Höhenabwicklung hat man sich jetzt deshalb entschieden, das so weit abzusenken, damit es eben hier von der Sitzhöhe mit dem Sofa auch noch passt, dass man da nicht vor die bodentiefen Fenster kommt. Dadurch hat natürlich jetzt diese Sitzbank eine relativ niedrige Rückenlehne, gleichzeitig eine sehr breite Sitztiefe. Also wenn ihr sowas macht, guckt wirklich, dass ihr es euch so einbauen lässt, dass ihr mit eurer Körpergröße da auch gut drauf sitzen könnt. Hier direkt um die Ecke schauen wir uns jetzt die Küche an. Das ist jetzt schon der erste Anbau. Das sind noch ungefähr 16,5 Quadratmeter. Und was man hier gleich sieht, hier hat man jetzt einen sehr, sehr großen, tiefschwarzen Stahlträger, so einen Doppel-T-Träger. Der ist an der Stelle auch statisch tatsächlich notwendig, denn da oben drüber setzt dann die komplette Wand, die Außenwand fürs Obergeschoss an. Hier haben wir jetzt einen freistehenden Kochtresen, der wirklich
sehr, sehr groß ist. Wir haben hier 1,20 mal 2,80 Meter. Hier hat man also wirklich Platz. Auch hier ist der Abstand sehr groß. Das ist 1,60 Meter. Das heißt, in der Küche ist wirklich auch Platz für die Küchenparty. Und was natürlich sofort auffällt, obwohl wir hier eine sehr dunkle Küchenrückwand haben, ist hier wahnsinnig hell. Dieser Anbau hat nämlich hier rechts und links diese Verglasungen. Da geht es weiter auf die überdachte Terrasse. Über mir sind so zwei Duo-Dachflächenfenster. Duo deshalb, ihr seht schon, an der Stelle hat man jetzt den Sparren durchlaufen. Deshalb hat man hier so eine etwas breitere Abtrennung. Und das ist eben so eine Lösung, dass man eben hier keinen Sparren laufen haben muss, sodass das dann eben etwas transparenter wird. Die muss man natürlich verschatten können und auch elektrisch steuern mit Regenwächter. Das ist hier alles gegeben, denn sonst knallt euch natürlich die Sonne da rein. Sehr viel Licht kommt auch durch diese Elemente. Ich habe euch ja gesagt, das sind diese wahnsinnsmassiven Holz-Alu-Fenster. Man sieht schon da oben, dieses Element ist dann dreieckig. Nur als kleine Erwähnung, das ist natürlich viel schöner, wenn es so gemacht ist optisch, aber das sind dann so die Kostentreiber, weil ihr braucht natürlich dann auch so eine asymmetrische Beschattung. Das sind so Lamellenjalousien, die man übrigens auch steuern kann, wie im ganzen Haus. Und da wird es dann richtig aufwendig. Hinter mir die Küchenrückwand ist jetzt auch nicht Echtholz, sondern das ist so eine Küchenplatte. Es ist Eiche, Chalet heißt das, so dunkel gebeizt. Das ist sicherlich nicht jedermanns Sache, passt aber auch hier sehr schön rein. Ganz toll finde ich es, wenn dann diese Arbeitsnische komplett in diesem Material verkleidet ist. Ich hätte mir, glaube ich, jetzt an der Stelle auch noch so eine LED-Leiste reingebaut, dass man hier einfach auch noch mal gut Licht zum Arbeiten hat. An die Steckdosen auf beiden Seiten ist schon gedacht worden. Das ist also auf jeden Fall ganz wichtig. Hier bekommt man auch alles unter, also Kühlschrank, Dampfgarer, Backofen und alles, was mit Wasser und Kochen zu tun hat, ist jetzt hier in der Kücheninsel drin. Hier ist natürlich vorgesehen so ein Kochfeld mit dem Abzug nach unten. Dann hat man jetzt hier nicht eine Dunstabzugshaube hängen, obwohl ja jetzt hier sowieso was hängt. Da ist also praktisch nochmal eine Abstellmöglichkeit, eine integrierte Beleuchtung. Auch ganz wichtig, dass man es am Herd hell genug hat. Ganz schön auch wie hier das Industrial Style Design, das so ein bisschen aufgegriffen worden ist, auch hier bei dem Tresen. Und ganz angesagt und in dem Fall natürlich auch passend dieses mattschwarze Waschbecken mit diesem Hahn. Ich habe euch das schon mal gesagt, wenn ihr so ein mattschwarzes Waschbecken habt, solltet ihr so eine Weichwasseranlage reinbauen lassen. Wenn ihr in einer Region mit stark kalkhaltigem Wasser wohnt, dann habt ihr da nicht so das Problem, dass man irgendwelche Kalkflecken sieht. Und jetzt schauen wir uns auch noch die Outdoor-Terrasse bzw. das Outdoor-Wohnzimmer an. Obwohl jetzt hier keine Hebeschiebetür drin ist, hat man hier eine schöne flache Austrittsschwelle gemacht. Da müsstet ihr drauf achten, das würde ich euch empfehlen. Auch sehr schön, dass hier die Außenfensterbänke und die Austrittsschwelle schon in Naturstein Nero Assoluto ist, wie hier im ganzen Haus. Und ich sage immer, wenn ihr die Möglichkeit habt, macht so einen fest integrierten, überdachten Außenbereich bei eurem Haus. Ihr habt jetzt hier nochmal fast 24 Quadratmeter Outdoor-Wohnzimmer. Auch wieder sehr schön hier mit der Fichte Dreischichtplatte verkleidet, mit dieser UV-Schutzlasur, sodass die eben auch nicht nachdunkelt. Und gleich mit integrierter Beleuchtung, sodass man hier also auch wirklich abends total schön sitzen kann. Auf diese große Terrasse kommt man natürlich auch vom Essplatz, der jetzt hier um die Ecke liegt. Und der ist tatsächlich auch, wie ich finde, was ganz Besonderes, denn man hat jetzt hier eine Einbaunische, die 3,50 Meter etwa breit ist und dann gleich diese Bank hier fest eingebaut wie in so einem Wirtshaus, in so einem richtig schönen Landhaus. Denn ganz wichtig ist ja auch, große Familienfeiern, viele Gäste hier bewirten zu können. Und dieser Tisch, bevor jemand fragt, ist tatsächlich antiquarisch von eBay Kleinanzeigen und aufgearbeitet. Der passt hier perfekt rein. Besonders schön finde ich diese Besteckschubladen, die da noch drin sind. Und praktisch ist natürlich auch, dass da gleich der Geschirrstrang oben drüber hängt. Sehr schön mit dieser integrierten LED-Beleuchtung. Auch wieder in Eiche, auch wieder Einbaumöbel vom Schreiner. Und durch diese Hinterleuchtung kommt natürlich auch diese Profilierung sehr schön zur Geltung. Also auch hier wieder wie im Wohnzimmer diese Profile, die dann in Wandfarbe gestrichen werden können. Ansonsten haben wir hier übrigens so eine Art Malervlies gestrichen auf den Wänden. Das gibt auch eine ganz feine
und edle Optik. Und jetzt schauen wir hier rum mal in die Nebenräume. Was man hier jetzt ganz schön sehen kann, ist, dass auch die Innentüren erhöht sind auf 2,30 Meter. Ist ganz wichtig, wenn ihr so eine Geschosserhöhung macht, dass ihr auch die Türhöhen anpasst. Und es ist sehr schön, hier wirklich auch Eiche, Echtholzfurnier mit so einer scharfen Kante und innen mit stumpf einschlagenden Türblättern. Das zeige ich euch oben nochmal. Jetzt gucken wir erstmal hier ins Büro bzw. Gästezimmer, das mit 12,6 Quadratmetern von der Größe wirklich multifunktional nutzbar ist. Nett finde ich hier auch wieder die Idee, hier unten wieder diese Paneele anzubringen, in einem sehr schönen dunkelgrün gestrichen und dann hier diese Abschlussleiste in Eiche gleich weiterlaufen zu lassen, hier in dieses Einbauregal. Wir schauen jetzt noch hier direkt nebenan, da ist nämlich noch eine kleine Speisekammer bzw. Hauswirtschaftsraum. Das Haus ist ja auf Bodenplatte gebaut und da braucht man diesen Abstellraum auf jeden Fall. Hier sind es jetzt noch mal 6,5 Quadratmeter. Hier ist teilweise der Raum unter der Treppe gut genutzt. Da steht jetzt ein Kopierer drin, da käme aber auch Getränkekisten und Vorratsschränke unter. Hier ist jetzt die Nische genutzt mit einem Anschluss für Waschmaschine und Trockner. Die könnte man natürlich auch in den Technikraum stellen, aber hier kommt der Wäscheabwurfschacht aus dem Elternbereich an. Das zeige ich euch nachher auch noch mal von oben. Ich würde mir wahrscheinlich hier kein Parkett reinlegen, wenn da die Waschmaschine steht, vorsichtshalber. Aber das wäre ja auch leicht möglich, hier Fliesen drin zu haben. Ganz nett finde ich hier noch die Idee, diese Rückwand mit der Holzverkleidung, diese Befestigung und die Regalbretter auch wieder in einer Farbe zu streichen. Dadurch verschmilzt dieses Element wirklich so zu einem und auch dieser Raum wirkt total wohnlich, obwohl es eigentlich nur ein Abstellraum ist. Und jetzt schauen wir uns noch den Techniktrakt an. Auf dem Weg in den Technikanbau kurz ein Wort zur Heizung. Hier ist keine Fußbodenheizung verbaut, sondern eine Lüftungsheizung. Ihr habt vielleicht auch gelegentlich in der Decke schon diese Zuluft gesehen. Auch die Abluft zeige ich euch nochmal. In Küche und Bad und Feuchträumen wird normalerweise abgesaugt und in den Wohnräumen kommt die Zuluft rein. Und ab diesem Punkt hier sind wir jetzt in dem Technikanbau, der insgesamt 14 Quadratmeter hat. Hinter mir ist ein kleiner Flur von 2,5 Quadratmetern. Hier ist eine ganz tiefe Einbaunische, wo noch mal richtig viel Stauraum drin ist in dem Schrank, was ich euch am Anfang gesagt habe. Hier ist jetzt der Technikraum mit 9,5 Quadratmetern. Da ist die ganze Technik drin. Batterie, Warmwasserspeicher. Da würden auch Waschmaschine und Trockner noch reinpassen. Wenn ihr Fragen zu dieser speziellen Lüftungsheizung, zur Technik oder zum Haus habt, schreibt es einfach unten in die Kommentare. Ich habe schon öfter zu diesem Technikkonzept auch Videos gemacht. Da verlinke ich euch auch noch mal was, falls euch das näher interessiert. Hier hinter mir ist jetzt ein kleines Gäste-WC. Das sind jetzt nur noch 2 Quadratmeter. Da passt also wirklich nur ein Klo rein. Man könnte das natürlich ein bisschen anders abtrennen. Dann würde man hier auch noch eine Gästedusche reinbringen. Ich finde es sehr schön in diesem kleinen Raum mit diesem dunklen Grün und dieser ganz besonderen Fliese hier in dem Hochformat an der Rückwand. Auch hier wieder die Vorwandinstallation mit so einer Eiche-Fensterbank. Und hier sieht man jetzt mal, gibt es dieses bodentiefe Fenster. Ihr wisst ja, was ich dazu sage im Klo. Klar, der Vorhang ist wunderschön, kann man so machen. Ist sicherlich auch so gemacht, weil im Technikraum eben auch dieses bodentiefe Fenster ist, damit es von der Außenansicht passt. Aber auch dort bräuchte man nicht unbedingt ein bodentiefes Fenster. Das heißt, man könnte sicherlich auch eine schöne Lösung mit Brüstung machen. Bevor wir jetzt hochgehen, kommen wir hier gerade noch mal an diesem, wie ich finde, sehr schönen Treppengeländer vorbei. Das ist tatsächlich massives Alu-Pulver beschichtet und da ist es hier rausgeschnitten, dieses Muster. Und da sieht man schon, dass man da im Detail wirklich sehr genau planen muss, dass das hier mit dem Muster immer mit den Stufenhöhen passt, dass das nachher auch wirklich gut aussieht. Das ist also eine maßgefertigte, geplante Lösung. Ich finde es sehr schön, das ist natürlich auch nicht Standard und eine recht teure Sache. Genauso wie diese Podesttreppe, auch hier wieder Faltwerkoptik in Eiche bzw. Wildeiche geölt. Und jetzt schauen wir mal, wie es oben aussieht.
Der Flur im Obergeschoss ist ein reiner Verteilflur, hat etwa 5,8 Quadratmeter und ist total hell durch diese 4 Dachflächenfenster. Man sieht schon, da kommt viel Sonne, viel Wärme rein. Die müssen natürlich auch wieder mit außenliegender Beschattung ausgestattet sein, sind natürlich auch elektrisch zu öffnen, mit Regenwächter ausgestattet, ins Smart Home System eingebunden, sodass die auch automatisch schließen, wenn Regen aufzieht. Wir haben hier durch den Ausbau Dachgleichdecke eine Raumhöhe von über 4,30 Meter bis unter diese Firstfette. Das ist also wirklich ein ganz besonderer Raum von der Belichtung und auch von der Proportion. Und hier hinter mir liegen jetzt 2 gleich groß geschnittene Kinderzimmer von je 13,7 Quadratmetern, die aber unterschiedlich eingerichtet sind. Und da schauen wir jetzt mal rein. Diese beiden Zimmer haben, wie gesagt, 13,7 Quadratmeter, sind jetzt auch Ausbau Dachgleichdecke. Da kann man schon sehen, das ist gar nicht so einfach bei so einem Walmdach. Da gibt es dann in der Ecke interessante Dachverschneidungen. Das wird jetzt hier noch betont durch diese beige abgesetzte Wand. Man hat jetzt hier auch wieder umlaufend dieses Profil hier an der Wand komplett. Wahrscheinlich hätte ich das durchgezogen auf der Höhe von 90 cm, also hier auf der Brüstungshöhe. Hier oben hat man jetzt überall umlaufend etwa 90 cm Brüstung und sehr schön eben auch wieder diese Eiche-Fensterbank. Und jetzt schauen wir mal nebenan ins Kinderzimmer. Im Kinderzimmer wurde jetzt diese enorme Raumhöhe mal genutzt für so eine Einbaugalerie, auch alles in Eiche. Das sieht natürlich total edel aus, wenn alle Holzarten auf dem Boden für die Einbaumöbel, für die Fensterbank aus einem Material sind. Hier sieht man auch mal schön diese stumpf einschlagenden Türen, wo man hier eben auch keine Bänder sieht. Auch das ist natürlich immer Sonderausstattung. Und sehr schön finde ich auch diese Kombination. Grün ist ja beruhigend, für Kinder also sehr geeignet. Und dieser Baldtapete. Hier sieht man jetzt mal diesen Luftzulass, also die von der Lüftungsheizung und Lüftungsanlage. Hier hat man noch einen zweiten in der Wand. Und was ich sehr nett finde, ist die Idee hier, dieses Bett mal mit Stauraum zu versehen. Das ist dann ein bisschen höher und hier unten kriegt man schon einiges an Kram rein. Der Schreibtisch ist auch in Eiche, ist dann hier in einer Höhe angeschlossen. Und was ich ganz nett finde, dass diese Steckdose gleich mit USB und USB-C Ladebuchse ausgestattet ist. Und ich habe in diesem Zimmer sage und schreibe 10 Steckdosen gezählt. Also da bleiben wirklich keine Wünsche offen. Achtet bei der Elektrobemusterung drauf, dass ihr wirklich genug Steckdosen habt. Und jetzt gehen wir mal ins Kinderbad. Das Kinderbad liegt hier direkt nebenan und ist mit 7 Quadratmetern auch wirklich groß bemessen und wie ich finde, sehr schön gegliedert. Hier gibt es nämlich so eine halbhohe Schamwand, die ist 1,20 hoch, die hier komplett Dusche und WC abtrennt. Ganz nett finde ich diese großformatige blaue Fliese, die ist 1,20 mal 1,20, fasst diesen Raum unten zusammen und hier oben drüber ist eine Fliese 1,20 mal 40, die so ein bisschen eine Oberfläche hat wie in Textiloptik. Das gibt hier einen sehr wohnlichen Charakter. Auf dem Boden haben wir hier so eine Mosaikfliese Balls, so heißen diese runden Mosaikfliesen, die werden so als Matte verlegt und dann komplett verfugt. Das ist sehr, sehr schön, ist auch rutschhemmend, ist nicht besonders pflegeleicht. Also wenn ihr das wischt, sagen wir mal, dieser hohe Fugenanteil wird nicht schöner mit der Zeit, mit diesem Feuchtigkeitsanteil, den man hier hat. Was sehr schön ist, ist, dass dann hier dieser große Waschtisch ist. Besonders praktisch sind diese flachen Waschbecken nicht, auch weil das natürlich hier dann sehr viel auf diesen Spiegel spritzt. Andererseits finde ich es toll, dass in einem Kinderbad mal der Spiegel wirklich groß ist und runtergezogen. Dann können sich nämlich auch kleinere Kinder hier beim Zähneputzen schon gut sehen. Und auch wichtig in einem Kinderbad finde ich, dass es eine Sitzmöglichkeit gibt. Das ist hier alles wunderbar gelöst und jetzt schauen wir nebendran in den fast 30 Quadratmeter großen Elternbereich.
18 von den 30 Quadratmetern, die den Eltern vorbehalten sind, sind hier Schlafen- und Ankleide gewidmet. Hier ist eine Zwischendecke drin. Hier hat man jetzt die Standardraumhöhe von 2,51 Meter und hier komplett die Glasfront mit dieser großen Hebeschiebetür zu dieser eingezogenen Loggia. Das ist natürlich sehr, sehr schön. Eingezogene Loggia heißt aber auch immer, dass ihr da unten drunter Wohnraum habt. Das heißt, man sieht schon, wenn man jetzt hier die Tür aufmacht, dass es hier eine etwas höhere Schwelle gibt, eine etwas höhere Austrittsschwelle, weil das eben gedämmt sein muss. Außerdem braucht ihr natürlich dann diese Attika, eine entsprechende Entwässerung. Hier ist innen jetzt das Geländer angebracht, damit es von außen schöner aussieht. Da kommt ja dann die eigentliche Außenwand hoch und dann habt ihr hier noch etwa eine nutzbare Breite von 1 Meter. Hier hinten geht es dann weiter in die Ankleide. Das hier ist also praktisch keine wirkliche Wand, sondern das ist direkt schon Schrank. Wenn ihr jetzt hier rumkommt, werdet ihr sehen, das ist 50 cm tief, hier als offenes Regal gestaltet. Hier sind noch 85 cm. Das heißt, man hat hier Platz, könnt ihr hier auch mit Schiebetüren arbeiten. Ganz nett finde ich, dass es hier nochmal den Durchblick gibt. Dann wird das nicht so ein geschlossener Kasten da hinten. Und was ich natürlich auch ganz nett finde, ist, dass es hier jetzt den Wäscheabwurfschacht gibt, den ich euch eben von unten schon gezeigt habe. Das heißt, hier fliegt die Wäsche direkt runter vor die Waschmaschine. Und jetzt gucken wir hier um die Ecke, denn das ganz Besondere an diesem Bereich ist, dass das Badezimmer mit einer Glaswand abgetrennt ist. Abgetrennt ist das Bad hier mit so einer Glaswand wieder im Industrial Style und hier sind jetzt keine irgendwie aufgeklebten Sprossen, sondern das ist eine echte Metallkonstruktion mit Glastür drin. Wenn man Sichtschutz braucht, gibt es hier diesen Vorhang, den man zuziehen kann und dieses Bad ist mein Lieblingsraum in diesem Haus. Es ist etwa 12,3 Quadratmeter groß und wirklich sehr, sehr schön aufgeteilt. Wir haben hier diese klassische Teewand, wo davor der Doppelwaschtisch Platz findet. Sehr, sehr schön finde ich diese Fliesen. Das sind praktisch wie Metrofliesen, nur hochkant gestellt, sehr schmal, 5 mal 20 cm. Und wenn ihr jetzt hier rumkommt, seht ihr, die sind hier auch kombiniert mit einer sehr schönen quadratischen Fliese, auch in so einem Lavendelgrün-Grau, total schön, 10 mal 10 cm in so einer unterschiedlichen Maserung. Das harmoniert sehr gut auch mit den Bodenfliesen. Das ist ein Feinsteinzeug in Terrazzo-Optik, so ein bisschen dunkelgrau, zementgrau verfugt. Und auch hier haben wir jetzt wieder eine Brüstungshöhe von 90 cm. Das heißt, der Sichtschutz ist hier auf dem WC perfekt. Man kann auch schnell mal aufmachen zum Lüften. Und wir sehen auch schon, hier ist jetzt die Abluft in der Wand im Obergeschoss. Die sehen so ein bisschen anders aus. Und hier rum geht es jetzt zur Badewanne und zur Dusche. Auch da hat man sich bemüht, dass genug Platz ist. Also hier ist jetzt wirklich 1 Meter breit. Die Dusche ist 1,20 tief, gefliest, bodengleich. Das ist alles sehr schön gemacht, auch mit der Nische. Und mein absoluter Lieblingsraum ist jetzt hier diese Badewanne. Also wir haben jetzt durch diese Loggia hier auf beiden Seiten ein Fenster. Das heißt, es ist hier hell, umlaufend, aber diese 90 cm Brüstung mit der Eich da drauf, also wirklich total schön. Und auch die Details, wie jetzt zum Beispiel das Fugenmuster hier läuft und dass eben hier die Rundung für die Badewanne aus der ganzen Fliese geschnitten ist und hier jetzt nicht nochmal eine Fuge läuft. Ist alles wirklich sehr, sehr schön und sehr harmonisch gemacht und ich kann mir vorstellen, dass man hier ganz toll baden kann. Die Grundrisse zu diesem Haus habe ich euch wie immer unten per Link in die Videobeschreibung gepackt. Dort gibt es auch eine Preisinfo vom Haushersteller für euch. Und wenn ihr euch das Haus mal selber anschauen wollt, es steht als Musterhaus in der Fertighauswelt Schwarzwald, am Rande des Schwarzwaldes in Kappel-Grafenhausen, direkt an der A5. Und wenn ihr noch mehr Videos von uns schauen wollt, dann abonniert doch einfach unseren Kanal. Am besten mit Glocke, denn dann verpasst ihr auch alle weiteren Videos nicht von und für Hausbauhelden.